Hinter mir der Start-Zielbereich vor der Tribüne. Und die Laufstrecke bewegt sich ausschließlich in dem Areal hier um das Stadion herum, in der hügeligen Landschaft um St. Wendel und das St. Wendeler Missionshaus, während die Radstrecke sich eher in den Norden hinein bewegt und bis zu 10 Kilometer von dem Standort hier sich wegbewegt. So, wir befinden uns jetzt hier nach etwa 1,5 Kilometern auf der Laufstrecke vor der namensgebenden Wendelinus-Kapelle. Und hier geht es dann auch los mit den hauptsächlichen Höhenmetern auf der Laufstrecke hinauf zum Missionshaus. Links von mir mit bis zu 18% steil den Berg hinauf. Nach dem anstrengenden Anstieg können die Läufer dann auf einer entspannenden Bergabpassage den Blick auf St. Wendel genießen und begeben sich dann auch wieder in Richtung Startzielbereich und Wechselzone. Hier nach etwa 2 Kilometern haben die Läufer die schlimmste Steigung gemeistert und laufen hier hinter mir am St. Wendeler Missionshaus einen Wendepunkt um einen großen Parkplatz, wo sich auch eine Verpflegungsstation befindet, an der sich die Läufer stärken können und neue Energie für den weiteren Rennverlauf nehmen können. Nach etwas über 2,5 Kilometern passieren die Läufer dann hier das schöne St. Wendeler Freibad. Und nach diesem Abstecher geht es dann hinauf zum Kniebrecher. Die Straße, die wirklich so heißt und den Läufern einiges abverlangen wird mit Steigungen von 12 bis 13% über eine Strecke von mehreren 100 Metern, bevor es dann wieder herab ins Stadion und den Zielbereich geht. Nach etwa 3,5 Kilometern kommen die Läufer dann auf dieser Wiese auf dem abschüssigen Weg in Richtung Wechselzone, wo sie sich dann auf den anschließenden Radpfad begeben. Auf dem ersten Kilometer der Radstrecke fahren die Radfahrer auf ihrer Strecke, die sie dreimal durchfahren, an der Innenstadt vorbei und haben hier noch einen letzten Blick auf die St. Wendeler Basilika. Und hinter mir geht es dann in Richtung Urweiler. Bei Kilometer 4,5 kommen die Radfahrer dann in dieser Kurve Richtung Leitersweiler vorbei und haben hier schon rund ein Viertel der Höhenmeter vernichtet und anschließend geht es dann Richtung Ostertal.
Erhöhte fahrerische Vorsicht bei den Radfahrern ist hier auf der engen Ortsdurchfahrt in Hof geboten, hier bei Kilometer 9 vor der Kirche, wonach sich die Radfahrer anschließend ins Ostertal begeben. Wir stehen jetzt hier im St. Wendeler Ortsteil Niederkirchen. An dieser Stelle wird später auch die Verpflegungsstation auf der Radstrecke stehen. Und anschließend geht es dann durch Werschweiler zurück in den Schlussanstieg nach St. Wendel. Wir haben nun Werschweiler mit seinen Störchen hinter uns gelassen und begeben uns jetzt auf den letzten 3 Kilometern stets bergauf nach St. Wendel zurück, wo dann das Ziel bzw. die Wechselzone sein werden. An dieser Stelle bei Kilometer 20 der Radstrecke entscheidet es sich für die Radfahrer, ob sie in die zweite oder letzte Runde gehen oder aber wieder zurück, wie anfangs geschildert, ins Sportzentrum, wo sich die Wechselzone befindet.